Ich habe dir versprochen, dass ich meine Zeit nur noch mit dir verbringe. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, denn ich liebe dich. Das heißt, Kim ist nicht schwanger? Sondern ich. Ich bin Mitte 40. Das ist nicht gerade das optimale Alter für eine Schwangerschaft. Wenn du diesen Posten haben willst, musst du dich von Tanja trennen. Sebastian hat Angst vor der Macht. Vielleicht ein ganz passabler Vize, aber der Jackpot, das bin ich. Du langweilst mich. Ach, wenn das so ist, dann sollten wir uns vielleicht trennen. Ja, genau, vielleicht sollten wir das tun. Ein Abendessen mit Ansgar. Und unsere Ehe liegt in Trümmern. Entschuldige mal bitte, diesmal hast du von Trennung gesprochen. Weil du dich von ihm kaufen lässt. Es geht hier um Firmenpolitik. Verdammt nochmal, du hättest die Möglichkeit gehabt, alleiniger Firmenchef zu werden und du hast sie nicht ergriffen. Weil mein Vater von mir verlangt hat, dass ich mich von dir trennen soll. Ich mich aber geweigert habe. Komm, verlang keine Dankbarkeit von mir. Oh nein, bitte, würde ich doch niemals erwarten. Aber ich hatte wenigstens gehofft, ein bisschen Verständnis zu bekommen dafür, dass ich meinen todkranken Vater nicht anlügen will. Warum denn nicht? Meine Güte, manche Menschen wollen belogen werden. Da kennst du dich besser aus als ich. Weißt du was? Vielleicht ist dir das alles ganz recht. Vielleicht findest du es insgeheim sogar gut, dass du dich nicht auf den Chefsessel setzen musst, hm? Glaubst du das wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es immer wieder passiert. Du ziehst immer wieder den Kürzeren. Erst gegen Hagen, jetzt gegen Ansgar. Und du bekommst langsam Angst, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Dann solltest du vielleicht wieder Ansgar heiraten. Wie schön, wieder im normalen Leben anzukommen. Ja. Wie das riecht, hm? Was meinst du? Was war das? Wenn du das so siehst. Ja. Also meine Nase ist in Ordnung. Und mein Kopf auch. Ja. So, erstmal guten Morgen. Morgen. Was darf ich Ihnen Gutes tun? Wir hätten gerne 2 Espressi. Sehr wohl. Ich kann es aber noch nicht fassen, dass Sie dich schon entlassen haben. Ich hatte wirklich Angst, das alles nicht mehr wiederzusehen. Und am meisten hatte ich Angst, dich nicht mehr wiederzusehen. Bitte, Ludwig, lass uns nicht mehr daran denken. Doch, das möchte ich. Diese Operation hat mir gezeigt, wie kostbar das Leben ist. Das Leben mit dir. Das möchte ich nicht wieder vergessen. Und falls doch, dann werde ich dich sofort daran erinnern. Das wird nicht nötig sein. Glück gehabt. Tanja kommt auch zu spät. Oh, danke schön fürs Drängen. Kein Problem. Frau Tanja, die wegen der Verspätung noch im Kopf verpresst. Hey, ich habe gedacht, wenn Clarissa weg ist, wird ihre Laune besser sein. Aber es wird jeden Tag schlimmer. Was steht das hier rum? Wollen Sie, dass ich mir den Hals breche? Tut mir leid. Mir tut leid, dass Sie offenbar nicht in der Lage sind, die einfachsten Dinge zu erledigen. Das Meeting wird bestimmt lustig. Ach komm, wie lange kennst du Tanja jetzt? Also ich habe aufgehört, eure Trennungsversuche zu zählen. Jetzt verlasse ich dich. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Nein, jetzt. Nein, doch. Ja, was? Ja, dann fallt ihr wieder übereinander her. Alles ist super. Und ein paar Tage später geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ich frage mich, wie du das so lange ausgehalten hast. Und wenn sie dieses Mal recht hat? Sie hat recht. Du hättest dich von ihr trennen sollen, dann wärst du jetzt Chef. Ich meine, vielleicht habe ich mir wirklich nur eingeredet, dass ich das will. Vaters Position übernehmen,
die Leitung des gesamten Konzerns. Und wenn, was würde das ändern? Dann hätte ich mir was vorgemacht. Und in gewisser Weise Tanja auch. Tanja hat dich so geheiratet, wie du bist. Und du hast sie so geheiratet, wie sie ist. Also wenn du mich fragst, macht sie dabei das bessere Geschäft. Was ist denn, wenn ich mich insgeheim schon damit abgefunden habe, dass ich immer den Kürzeren ziehe? Dass unser Vater dich sowieso vorzieht und jetzt sogar Ansgar. Soll ich dir mal was sagen? Du glaubst nicht an dich. Wie sollen es denn dann die anderen tun? Und soll ich dir mal was sagen? Ach, halt die Fresse. Explizit muss man die Leistung von Rebecca von Lahnstein loben, die mit Werf und Eleganz frischen Wind in die neue Linie Clarisse No. 1 gebracht hat. Werf? Das sagt doch kein Mensch. Also ich mag das Wort und außerdem sind solche Kritiken nicht selbstverständlich. Oder, Tanja? Gute Arbeit ist selbstverständlich und ich rate allen, sich nicht auf den Kritiken auszuruhen. Die nächste Kollektion muss noch mal alles toppen. Ich bin mir sicher, dass Rebecca ihr Bestes geben wird. Hast du nichts zu tun? Oder was hängst du hier rum? Nimm's nicht persönlich, das hat nichts mit dir zu tun. Das war sicher kein Umweg für dich. Quatsch, Jessica hat hier heute einen Termin und mich gefragt, ob ich sie abhole. Außerdem kann ich dich hier nicht alleine lassen. Papa ist ja nicht bei seiner Schwester. Das hättest du dir wohl auch nie träumen lassen, ne? Dass du mal deine Freundin und deine Mutter gleichzeitig zum Ultraschall begleitest. Wohl eher nicht, aber ich find's super. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Termin? Ja. Einmal Ultraschall für Wolf. Hier ist meine Karte. Und die 10. Die Praxisgebühr ist abgeschafft. Das weißt du, oder? Ich rufe Sie gleich auf, Frau Wolf. Okay. Hier, noch für Sie zur Information. Danke. Ich weiß, das ist total bescheuert ist, aber vor Untersuchungen mache ich mir irgendwie immer Sorgen. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Sicher. War das nicht wichtig? Ach was, da steht nichts drin, was ich nicht eh schon wüsste. Komm, mach dir keine Sorgen. Uns beiden geht's großartig. Soll ich nicht doch mit reinkommen? Schatz, das ist eine Routineuntersuchung. Nichts, was ich nicht schon 3-mal erlebt hätte. Graf Lahnstein, was machen Sie denn hier? Ich bin heute Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Oh, aber hätten Sie doch etwas gesagt. Herzlich willkommen. Danke, Justus. Ich freue mich so, dass es Ihnen wieder gut geht. Danke, Frau Linse. Sie sind gerade mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen beschäftigt. Aber würde es Ihnen etwas ausmachen, einen kleinen Umtrunk für die Familie vorzubereiten? Aber ich bitte Sie, Graf Lahnstein, das ist doch überhaupt kein Problem für uns. Zähl dich nur nicht doppelt. Schweigen Sie, Linse. Typisch. Du drehst ja nur das Tablett. Meine Frau glaubt, dass sie dieses alte Gestrüpp wieder zum Leben erwecken kann. Gestrüpp? Das sind Forsythia. Die bilden ihre Knospen im Herbst aus und blühen deshalb schon im Winter. Wie wenn man sie in einem warmen Raum ins Wasser stellt, zum Blühen kommen. Genau, Frau Linse, das stimmt. Die ersten Forsythien sind außerdem immer das sichere Zeichen, dass der Winter endlich vorbei ist. Ja, Justus, das ist ein Versprechen. Die Natur erwacht zu neuem Leben. Das klingt schön. Ein Versprechen für ein neues Leben. Es ist wirklich toll, was man heutzutage auf diesen Ultraschallbildern alles erkennen kann. Einiges sieht man, vieles aber auch nicht. Haben Sie schon das Informationsblatt zur Pränataldiagnostik? Ja, aber ich habe noch gar nicht groß drauf geguckt. Erstrimester-Screening, Dopplersonographie, fetale Echokardiographie. Sind das denn alles Standarduntersuchungen? Das nicht, aber in Ihrem Fall könnten einige der Untersuchungen sinnvoll sein. So, Sie meinen, weil es sich in meinem Alter um eine Risikoschwangerschaft handelt? Leider steigt mit dem Alter der Mutter die Wahrscheinlichkeit einer fetalen Chromosomenaberration exponentiell an. Aha. Und was genau heißt das? Kein Grund zur Beunruhigung. Aber das Risiko von Erbgutveränderungen wie Trisomie 21 liegt natürlich höher. Und das lässt sich durch diese Untersuchung sicher feststellen? Beim Erstrimester-Screening kann die Ausmessung der fetalen Nackentransparenz erste Hinweise liefern.
Diese müssten dann mittels einer Chorionzortenbiopsie diagnostisch überprüft werden. Na, also, das klingt ja alles wahnsinnig beruhigend. Wir wollen nur kein Risiko eingehen. Gibt es Vorbelastungen in Ihrer Familie? Nicht, dass ich wüsste. Dann gibt es derzeit wirklich keinen Grund zur Sorge. Ich empfehle Ihnen, beim nächsten Bluttest die AFP-Werte untersuchen zu lassen. Sind die zu niedrig, könnte das ein erster Hinweis sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Moment mal. Was genau bedeutet das denn, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Für die meisten feststellbaren Besonderheiten gibt es derzeit keine Therapie. Im Fall eines positiven Untersuchungsbefundes bleibt letztlich die Annahme des Kindes mit seiner Besonderheit, die nachgeburtliche Freigabe des Kindes zur Adoption oder der Schwangerschaftsabbruch. Danke. Nein. Was? Nein. Nein, ich will nicht darüber reden. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Musst du auch nicht, ich kenne dich. Dann weißt du ja auch, dass du mich so schnell nicht wieder los wirst. Stress mit Sebastian? Also ja. Ja, und ich sag dir auch warum, bevor du dir noch mehr auf deinen genialen Spürsinn einbildest. Er hätte die Chance gehabt, Firmenchef zu werden. Er hat sie nicht genutzt. Ja, und warum? Deinetwegen. Ludwig hat ihn gezwungen, sich von dir zu trennen. Er hätte ja nur so tun müssen. Ach, dann wirfst du ihm jetzt also vor, dass er seinen kranken Vater nicht belügt und sich nicht zum Schein von dir trennt? Daran, dass er anständig ist, habe ich mich gewöhnt. Muss ja verdammt hart für dich gewesen Ich sein. werfe ihm vor, dass er sich darauf ausruht. Er versteckt sich hinter seiner Anständigkeit. Ich nehme mal an, du hast ihm das auf deine unvergleichlich einfühlsame Art und Weise klargemacht. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich unter diesen Umständen weiter mit ihm zusammen sein möchte. Das meinst du nicht ernst? Doch. Nein! Du hast Sebastian noch nicht geheiratet, um die Frau des Firmenchefs zu werden, sondern weil du ihn liebst. Das Thema hatten wir doch. Marlene, vielleicht hast du das über deinen ganzen Lesbenquatsch vergessen, weil es bei euch egal ist, wer oben oder unten liegt. Meine Welt funktioniert ein bisschen anders. Willkommen zurück. Willkommen, Vater. Danke, danke. Ihr alle habt mir die Kraft gegeben, das alles durchzustehen. Also um die Firma brauchst du dir jedenfalls keine Sorgen zu machen. Es läuft alles wie ein gut geöltes Uhrwerk. Ja, das habe ich gehört. Fragt sich nur, womit du das Uhrwerk geschmiert hast. Und Vater, jetzt wo du kaum mehr Arbeit hast, weißt du schon, was du mit deiner Zeit anfangen willst? Oh ja, ich werde all die Dinge nachholen, die in der letzten Zeit zu kurz gekommen sind. Och, diese Dinger, die klingeln immer im falschen Moment. Entschuldige bitte. Geh ruhig ran. Charlie. Ja, Charlie. Was, Charlie? Ausgerechnet jetzt? Also, falls du Langeweile haben solltest, du weißt, auf dem Gestüt können wir jede Hilfe gebrauchen. Ich helfe gern. Das Gleiche gilt übrigens für mich. Danke. Auf deine Hilfe kann ich vorerst verzichten. Charlie hat wohl irgendeinen Notfall. Ich bin nicht ganz schlau draus geworden, aber ich habe ihr versprochen, kurz vorbeizuschauen. Ja, geh ruhig hin. Dann bis später. Ja. Ausgerechnet jetzt. Wer weiß. Vielleicht kommt uns dieser Zufall gerade recht, nicht wahr, Justus? Das ist durchaus möglich, Graf Lahnstein. Ich weiß noch genau, wie erleichtert ich war, als ich das erste Mal erfahren habe, dass bei Steven alles da ist, wo es hingehört. 10 Zehen, 10 Finger. Hey. Ah, hey. Hallo, Frau Wolf. Hallo. Wie war's denn? Aufregend. Zeig her, mein Geschwisterchen. Oh. Naja, in dem Stadium sieht's noch aus wie eine Kaulquappe. Aber keine Sorge. Irgendwann wird daraus ein richtiges Baby mit allem, was dazugehört. Und dann können die Kleinen vielleicht zusammen spielen. Also, ich muss los. Im Büro wartet eine Menge Arbeit auf mich. Moment mal, wolltest du nicht erzählen, wie es war? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Tschüss. Klar, bis später. Und wehe, du erwähnst ein Sterbenswörtchen über deine Adelsinzesttheorie zum Schluss. Ich muss mich doch irgendwo erkundigen. Hey, mein Schatz, wie geht's dir? Gut. Ich wollte mal hören, was die Ärztin gesagt hat. Und nichts Besonderes.
Was ist los, Vicky? Was hast du? Ach, ich soll ein paar Zusatzuntersuchungen machen. Wieso das denn? Gibt es dafür einen Anlass? Nein, ich habe keine Ahnung, warum mich das so aufregt. Ich weiß ja, dass es in meinem Alter gewisse Risiken gibt. Wahrscheinlich müssen Ärzte auf sowas hinweisen. Das heißt doch gar nichts. Und was, wenn doch? Was ist passiert, Charlie? Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe beschlossen, ein Sortiment an Pralinen in die Speisekarte aufzunehmen und ich kann mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Wie? Und deshalb rufst du mich an und erzählst mir irgendwas von einem Notfall? Ja, das ist es doch auch. Und ich meine, wer könnte mir in puncto Pralinen besser raten als du? Charlie, Ludwig ist heute entlassen worden. Ich sollte Ludwig eigentlich ist zu Hause entlassen worden, wie schön. Ach, entschuldige, wenn ich das natürlich geahnt hätte, hätte ich euch natürlich nicht gestört. Ja, ist ja schon gut. Ich habe heute Morgen auch nicht gewusst, dass Sie ihn entlassen. Aber wenn du jetzt schon mal da bist, hilfst du mir. Bitte. Aber ich habe wirklich nicht viel Zeit. Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Frau Schneider hat zwar versprochen, meine Frau so lange wie möglich aufzuhalten, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Sie bereiten den Salon vor. Aber ob die Tochter pünktlich fertig wird, kann ich nicht versprechen. Erst der Untrunk, dann die Tochter Linse. Was ist eigentlich mit Ihnen los? Ich habe auch nur 2 Hände. Was heißt hier nur 2 Hände? Sollen wir ihretwegen vielleicht alles auf morgen verschieben? Das wäre schön. Dann könnten wir wenigstens Gäste einladen. Nein, keine Gäste. Auch die Kinder werden nicht dabei sein. Nur Elisabeth und ich. Auch gut. Köstlich. Schön cremig. Leichte Note von Vanille. Die ist ganz besonders gut. Das hast du bei den anderen auch gesagt. Die sind ja auch alle sehr gut. Jetzt sag mal, wie geht es denn Ludwig? Gut. Sehr gut sogar. Er sagt, für ihn duftet es überall. Können wir ihn ja in der nächsten Saison zur Trüffelsuche einsetzen? Charlie. Entschuldige, Elisabeth, ich bin nur einfach so glücklich, dass Ludwig wieder richtig gesund ist. Das bin ich auch. Aber, Charlie, ich muss... Mein Ring? Was denn? Mein Ehering ist weg. Hier, der Juwelier wartet schon. Der Fahrer soll ihn gleich hinbringen. Selbstverständlich. Oh, wahrscheinlich hast du heute Morgen vergessen, ihn anzuziehen. Nein, ich ziehe ihn Haar an. Ich weiß, ich habe ihn in der Küche abgelegt, als ich die Forsythia geschnitten habe. Ja, siehst du, und da liegt er noch. Oh Gott, Ehering abzulegen in der Küche, da landet der ganz schnell versehentlich im Müll. Charlie, rufst du mir ein Taxi, bitte? Ja, na, Ehering verlieren, das ist ein ganz, ganz böses Omen. Ja gut, dann warte, dann fahre ich dich. Dann sind wir schneller, ja? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, danke dir. Thomas, ich bin's. Wenn du das abhörst, es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Und grüß deine Familie schön, ja? Tschüss. Was machst du denn hier? Zeit zwischen 2 Terminen totschlagen. Und du? Das Gleiche. Ich weiß ja, ich soll die Fresse halten, aber... Schaffst du doch eh nicht. Weißt du, warum es bei dir mit der Macht nicht klappt? Wenn du es allen recht machen willst. Du hast einfach Schiss, jemanden auf die Füße zu treten, aber so funktioniert das Spiel nicht. Soll ich lieber egoistisch sein? Abhauen, Firma und Familie den Rücken zukehren? Hauptsache, es ist dein Weg. Wenn du den gefunden hast, dann kannst du dich auch darum kümmern, was die anderen sagen. Aber nicht umgekehrt. Sebastian, das ist dein Leben. Wenn du nicht auf dich achtest, dann tun es die anderen auch nicht. Oh.
sagen, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich diese Baustelle, weißt du? Weil ich bin doch schon 100 Mal zu euch rausgefahren. Das will ich meinen. Ich weiß auch nicht, was mit dir los war. Wir sind ja durch halb Düsseldorf gefahren. Ja, eine kleine Stadtrundfahrt. Hör mal, jetzt musst du mir aber endlich mal in Ruhe erzählen, was Ludwig dir versprochen hat. Ja. Ludwig hat mir versprochen, dass er es ernst meint, dass er die Finger von der Arbeit lassen will und sich voll und ganz auf die Gesundheit konzentriert. Und auf dich. Ja, und auf mich. Und stell dir vor, ob du es glaubst oder nicht, er hat sogar gesagt, dass wir unsere Hochzeitsreise nachholen werden. Was denn die Hochzeitsreise, die wir schon seit Jahren aufgeschoben? Ja, Charlie, jetzt wird nicht mehr aufgeschoben. Jetzt wird gelebt. Ach, Justus. Das ist gut, dass ich Sie treffe. Sagen Sie bitte, Justus, haben Sie meinen Ehering gesehen in der Küche? Ihren Ring? Ja. Ich glaube nicht, nein. Entschuldigen Sie mich. Ja, Justus, hier. Was ist denn in den gefahren? Was will der mit den Blumen? Also der macht's ein bisschen hübsch. Ludwig, wo steckst du? Ich musste kurzfristig etwas erledigen in einer wichtigen Angelegenheit. Eine Angelegenheit? Was meinst du damit? Das erzähle ich dir gleich. Halt dich bitte bereit. Ich hole dich in einer guten Stunde ab. Wir haben einen Termin. Wir haben einen Termin? In einer guten Stunde? Es geht um meine neue Aufgabe für meinen neuen Lebensabschnitt. Ludwig, bitte eine neue Aufgabe. Wir waren uns doch einig, dass du... Gleich, ja? Und es würde nicht schaden, wenn du dir ein Kleid anziehen würdest. Hallo? Ludwig. Und? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich hätte es doch wissen müssen. Er kann es nicht lassen. Personal ist auch nicht da. Erst verspricht er mir, dass er sich aus der Firma zurückzieht. Dann lässt er sich für den nächstbesten Posten in irgendeinem Aufsichtsrat aufstellen. Aber das hat er doch so gar nicht gesagt. Weißt du, wahrscheinlich hat ein Geschäftsfreund ihn gefragt. Und dann konnte er natürlich nicht Nein sagen. Mir wird er dann erzählen, das ist doch gar keine Arbeit. Das ist Hobby im Aufsichtsrat von einem Konzern, der, was weiß ich, Erdöl fördert. Oh, Elisabeth, ich kann dich beruhigen. Mit Erdöl hat das gar nichts zu tun. Ja, mein Gott, dann eben kein Erdöl, dann eben die Freiwillige Feuerwehr. Aber eins will ich dir sagen. Das werde ich mir nicht mit ansehen. Ich begreife diesen Mann nicht. Er wäre fast gestorben. Da sollte man doch meinen, dass selbst er etwas daraus lernen würde. Und erst heute Morgen hat er ja auch zu mir gesagt, Elisabeth, jetzt beruhige dich einfach mal. Ich soll mich beruhigen? Charlie, sag mal, ist das alles, was dir dazu einfällt? Jetzt warte doch erst mal ab. Und wir machen das, was Ludwig vorgeschlagen hat und suchen dir ein hübsches Kleid an. Ein hübsches Kleid, hast du mir überhaupt zugehört? Ja, habe ich. Aber Elisabeth, du weißt doch gar nicht, was Ludwig mit dir vorhat. Also, jetzt würde ich doch keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern deinem Mann einfach vertrauen. Du weißt doch was. Was soll ich denn wissen? Raus damit. Was geht dir vor? Ja? Können die Unterlagen für das Abteilungsleiterseminar schon raus? Ich arbeite noch dran. Ich bringe sie dir dann, wenn ich fertig bin, ja? Und? Schon nervös? Wieso? Naja, ist ja immerhin dein erstes Coaching-Seminar. Das wird schon. Okay, bis später. Du bist ja hier. Ja, ich wollte in der Mittagspause mal nach Emma sehen. Ich auch. Sie schläft. Sebastian, ich... Du hattest recht. Wie bitte? Du hattest recht, ja.
Ich bin gerade gekommen, um mich zu entschuldigen. Und du sagst, ich hatte recht. Ja, ich habe ihn wohl wirklich nicht, diesen unbedingten Willen zur Macht. Ja, jedes Mal, wenn sich mir die Gelegenheit geboten hat, da habe ich ja irgendwie gezögert, oder? Wahrscheinlich war ich sogar froh, dass es so gekommen ist, aber Aber was? beim nächsten Mal wird nicht gezögert. Da greife ich zu. Freut mich zu hören. Du darfst dich übrigens immer noch gerne bei mir entschuldigen. Entschuldigen, wofür? Dafür, dass du mich als Schwächling hingestellt hast? Du hast gerade gesagt, dass ich recht damit hatte. Im Moment mal ist es ja immer noch ein kleiner, feiner Unterschied, ob man seinen Partner auf einen kleinen Fehler hinweist oder ob man ihm gleich droht, sich von ihm zu trennen. Du weißt, dass ich nicht zimperlich bin und trotzdem hast du mich geheiratet. Dann sag mir jetzt, dass es die richtige Entscheidung war. Eine Überraschung, aha. Und weiter? Nichts weiter. Das wirst du ja dann sehen. Eine positive Überraschung? Natürlich eine positive, sonst würde ich Ludwig doch gar nicht dabei unterstützen. Aber dir ist schon klar, dass ich unter positiv nur verstehe, was nichts mit einer beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Ja, mittlerweile weiß ich, wie meine beste Freundin tickt. Kann er denn gemeint haben? Eine neue Aufgabe für einen neuen Lebensabschnitt. Vielleicht will er ja Brieftauben züchten. Brieftauben? Ah, ich hab gesagt, vielleicht. Charlie, von wegen vielleicht, du weißt doch, was los ist. Ja, natürlich, aber... Bitte schwöre mir, dass es keine Brieftauben sind. Keine Brieftauben. Ach, Justus. Sagen Sie, mit welchem Wagen ist denn mein Mann heute in die Stadt gefahren? In die Stadt? Wieso Sie denn? sagen kein Wort. Sehr wohl. Schäm dich, den armen Justus auszuhorchen. Versuch was wert. Wenn das dann alles ist. Ja, danke, Justus, das ist alles. Eine Überraschung. Um Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren, braucht man... ja, bitte? Hallo. Du warst vorhin so schnell weg, da wollte ich mal nach dir sehen. Ja, komm rein. Wow. Gar nicht schlecht, dein neues Büro als Personalchefin. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich bereite gerade mein erstes Coaching vor. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Na, dann sollten wir vielleicht eine Pause machen. Kim hat vorgeschlagen, dass wir gleich alle zusammen essen gehen. Nee, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Da steht regelmäßige Pausen. Und das gilt auch für dich, Mama. Na gut, du hast recht. Also, ja, vielleicht tut mir eine Pause ja ganz gut. Ja. Ist das das Infoblatt, das du im Krankenhaus bekommen hast? Ja. Was war vorhin bei den Untersuchungen wirklich los, Mama? Die Ärztin hat mich auf die möglichen Risiken hingewiesen, die es bei einer Schwangerschaft in meinem Alter gibt. Sie meint, ich sollte unbedingt weitere Untersuchungen machen. Ist was nicht in Ordnung? Nein. Aber was, wenn? Ich schlag dir einen Deal vor. Ein Deal? Anstelle einer Entschuldigung. Die ist Teil des Deals. Nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Du knüpfst deine Entschuldigung an irgendwelche Bedingungen? Willst du mein Angebot jetzt hören oder nicht? Ich kann's kaum erwarten. Also, du lässt Ansgar so lange in Ruhe, bis er mir die Gelder bewilligt hat. Du darfst hinter seinem Rücken nach Beweisen gegen ihn suchen. Binde es ihm aber nicht auf die Nase. Und du machst keine Alleingänge. Und was kriege ich dafür? Meine Unterstützung, sobald ich das von ihm bekommen habe, was ich will. Wenn er die Gelder der Lahnsteinbank wirklich veruntreut hat, dann stürzen wir ihn gemeinsam vom Thron. Und dann? Nimmst du seine Position ein. Und du wirst doch noch First Lady. Und ich bin eine gute First Lady. Eine Frage, dass ich
Chef werde. Ist das eine deiner Bedingungen? Du hast doch gerade selber gesagt, du wirst beim nächsten Mal zugreifen. Ich weiß, ich würde trotzdem gerne wissen, ob es Teil deiner Bedingungen ist. Nein, ich überlasse es dir. Also, ich meine, ich würde mir so eine Chance nicht entgehen. Deine Entscheidung. Was sagt denn Papa dazu? Ich habe ihn nicht erreicht. Es ist vielleicht auch besser so. Ich will ihn nicht auch noch verrückt machen. Gut, vielleicht solltest du die Werte einfach kontrollieren, von denen die Ärztin gesprochen hat. Ich meine, dann hast du Gewissheit. Ja, aber was, wenn die was finden? Die Vorstellung, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Und Thomas ist nicht da. Papa bleibt nicht ewig bei seiner Schwester. Und außerdem hast du noch uns. Und was, wenn ich eine Entscheidung treffen muss? Wahrscheinlich kommt's gar nicht so weit. Und je früher du Bescheid weißt, desto länger hast du Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich wusste die ganze Zeit, dass es eine Risikoschwangerschaft ist. Aber ich habe diesen Gedanken immer verdrängt. Ja, dann solltest du jetzt nicht ins Gegenteil verfallen und in Panik ausbrechen. Ich meine, je mehr du die Sache im Kopf herumwälzt, desto schlimmer wird's doch. Und außerdem ist wahrscheinlich eh alles in Ordnung. Ja, du hast recht. Ich brauche Gewissheit. Ja. Wann sind wir denn mit Kim und Marlene verabredet? In einer halben Stunde circa. Würdest du was ausmachen, mich ins Krankenhaus zu begleiten? Dann kann ich da gleich einen Termin für diese Untersuchung ausmachen. Überhaupt nicht. Ja? Ist ja eh mein zweites Zuhause da. Komm. Du weißt schon, dass andere Paare so etwas in einem ganz normalen Gespräch klären und nicht um jedes Zugeständnis feilschen müssen. Aber wir sind ja nicht wie andere Paare und ihr Anwälte liebt es doch zu feilschen. Gut, nehmen wir mal an, ich lasse mich drauf ein. Was ist mit der Entschuldigung? Bekommst du obendrauf. Und der Versöhnungsex? Ist der inklusive? Inbegriffen. Nochmal wegen der Entschuldigung. Was muss ich da erwarten? So ein läppsches Tut mir leid wie immer? Oder hast du diesmal mal was Wortreicheres auf Lager? Es kommt so ein bisschen darauf an, was für eine Art von Versöhnungsex du dir vorgestellt hast. Der Zusammenhang erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Also je mehr ich spreche, desto trockener wird halt der Mund. Mir reicht ein Sorry. Das heißt, wir haben Deal? Wir haben Deal. Es ist mir natürlich wie immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ich weiß nicht, sollten wir das Ganze nicht besser schriftlich festhalten? Nicht nötig, ich vertraue dir. Das freut mich aber jetzt. Es tut mir wirklich leid. Naja, reden können wir immer noch später. Ich lieg oben. Ja, gut. Und du glaubst, ach, danke, Charlie. Das ist dem Anlass angemessen, ja? Die Herren vom Taubenzüchterverein werden begeistert sein. Oh Gott, ich hätte bloß nicht so viele Pralinen probieren dürfen. Ach, was man sieht, nichts, überhaupt nichts. Und wie hätte ich denn deine Aufmerksamkeit behalten sollen? Außer Ludwig sind Pralinen deine einzige Schwäche. Du kennst mich wirklich gut. Erinnere mich daran, dass ich dich mir nie zu Feindin mache. Ich werde dich daran erinnern. Ja. Und jetzt? Warten wir. Jetzt mal ehrlich, wo warten wir so lange? Ich muss hier noch auf eine Single-Release-Party von Leonie. Im Krankenhaus. Schon wieder? Sie waren doch schon heute Morgen. Ich hatte das Ultraschallbild vergessen. Hier, schaut mal. Ja, hier. Hey, was darf ich euch denn bringen? Ein Kieber. Was genau bedeutet das denn, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Die Annahme des Kindes mit seiner Besonderheit, die nachgeburtliche Freigabe des Kindes zur Adoption oder der Schwangerschaftsabbruch. Ludwig? Du siehst bezaubernd aus. Danke. Darf ich? Und was passiert jetzt? Lass dich überraschen.
Keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass wir schon verheiratet sind. Aber das war in einem anderen Leben. Die Forzitien haben mich auf eine Idee gebracht. Oh, das ist ja mein Ring, den habe ich überall gesucht. Ich habe das halbe Schloss verrückt gemacht. Ich habe ihn mir kurz ausgeliehen. Du hast einen Diamant einsetzen lassen. Wunderschön. Elisabeth, ich habe dir in den letzten Wochen viel abverlangt. Ohne deine Kraft, deinen Mut und deine Liebe wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich habe bekommen, was eigentlich wenig Menschen vergönnt ist, eine zweite Chance. Ich habe in meinem alten Leben viel Fehler gemacht und ich werde in meinem neuen vieles anders machen. Nur eins werde ich nie bereuen: dich an meiner Seite gehabt zu haben. Und deshalb frage ich dich, willst du mich zum glücklichsten Menschen der Welt machen und mich nochmal heiraten? Deshalb frage ich Sie, Graf Ludwig, Anwalt Eckehard von Lahnstein, möchten Sie Gräfin Elisabeth von Lahnstein zu Ihrer Frau nehmen? Sie lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, sie beschützen und zu ihr halten, bis dass der Tod sie scheidet. Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und somit frage ich... Entschuldigen Sie, darf ich? Elisabeth, ich will dich lieben, ehren und achten, in guten und in schlechten Zeiten. Deshalb frage ich dich hier und vor Gott, willst du meine Frau sein, bis dass der Tod uns scheidet? Ja, ich will. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. Forbidden love goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to